Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal Calinus Festival und Events. Heute mal mit einem etwas anderen Videos zum Start der neuen Festivalsaison 2026. In diesem Video werde ich einen kurzen Rückblick machen auf das Jahr 2025, inklusive meines Gründungsphase, ne, dieses Kanals und einen kurzen Ausblick geben auf 2026, was ich so vorhabe, auf welche Festivals ich gehe und was mit diesem Kanal sozusagen passieren soll. Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lassen würdet. Welche Festivals geht ihr? Wollt ihr mehr Short? Wollt ihr mehr Long? Und einfach ein paar Ideen, was ihr vielleicht noch hättet, was ich umsetzen kann oder was mir möglich ist, als Kommentare unter dem Video lassen. Dann fangen wir mal an. Fangen wir erst mal an mit 2025. An erster Stelle möchte ich mich erstmal bei euch allen bedanken dafür, dass ihr meine Videos geschaut habt, kommentiert habt und wie gesagt, man sieht es an dem Video nachher knapp 60.000 Aufrufe für einen neu gegründeten Kanal. Den Kanal gibt es erst seit Juni 2025. Das ist schon echt beeindruckend. Und auch die anderen Videos, ja, klar, es könnten mehr Aufrufe sein, ne? Aber das ist schon echt nicht schlecht, meine Meinung. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Hoffe, ihr bleibt mit 2026 auch treu. Wie gesagt, ich habe in den letzten Monaten oder halben, dreiviertel Jahr, was ich jetzt mache, sehr viel gelernt. Ich hoffe auch, dass ich 2026 von der Qualität und so ein bisschen besser werde. Habe mir schon Mikros zugelegt, die muss ich noch ein bisschen testen, wie das sich mit Musik verhält. Und ja, dann kommen wir auch gleich zu den Problemen, weil wie gesagt, so eigentlich ab Oktober 2025 war ja dann so ein bisschen Ruhe. Die Festivals sind meistens im Freien, ne? Dann ist die Festivalsaison größtenteils vorbei. Und was ich gelernt habe, ist, man sollte nicht alles auf einmal rausposten. Ich habe halt immer nach den Events oder nach den, gerade hier so wie Isle of Summer, ist ja meistens immer nur ein Tag, habe ich halt immer sofort die Videos meistens innerhalb der nächsten Tage rausgehauen oder sogar schon die ersten Stunden gleich danach, wo ich zu Hause wieder angekommen bin, weil es geht ja meistens, Isle of Summer in München geht ja meistens nur bis 22 Uhr, dann ist ja Schluss. Werde ich dieses Jahr ein bisschen mehr strecken, um auch vielleicht über das ganze Jahr zu kommen. Ich werde dieses Jahr mehr Festivals besuchen, also der Content wird ein bisschen breit gefächerter mit mehr Festivals, die schon fest eingeplant sind, wo ich schon Tickets habe und mir Übernachtung gebucht habe und alles. Dazu kommen wir dann später. Aber ich werde das ein bisschen mehr strecken und ja, hoffe einfach, dass ich da sozusagen über das ganze Jahr komme, um da kontinuierlich auch Content liefern zu können. Das ist so ein Ding, was ich aus 2025 gelernt habe. Das allererste, was ich gelernt habe, das werden vielleicht die Leute der allerersten Stunde mitgekriegt haben. Der Kanal hieß ursprünglich mal Calinus Travel. Diesen Kanal Calinus Travel gibt's immer noch, aber jetzt extra. Und zwar hatte ich da, ja, meine erste Idee war halt, Reisen, Events, alles in einzupacken. War kontraproduktiv, weil das wirklich zwei verschiedene Zielgruppen sind. Funktioniert besser. Und ja, das dritte Problem, was ich halt auch viel habe, ist halt das Urheberrechtsproblem. Das ist bei Shorts bis eine Minute gar kein Problem, weil da darf man im Prinzip eigentlich alles posten, was man möchte. Über eine Minute und bei Langformaten wird es schwieriger. Deswegen, ich habe mir mit YouTube Music ein bisschen ausbeholfen an den Strecken, wo dann der Algorithmus gemeckert hat. War nicht immer so die passende Musik, weil ja, man will ja eigentlich die Musik von dem Festival und die Stimmung aufgreifen. Ne? Wenn man natürlich dann einen normalen Song abspielt, kommt die Stimmung nicht rüber. Aber das war so das Erste, wo ich mir damit ausgeholfen habe. Mal schauen, wie ich das dieses Jahr hinkriege, das dann noch ein bisschen besser kriege. Oder wie gesagt, ich habe auch eine neue Kamera mit neuem Mikro, dass ich das vielleicht auch mehr Content aufnehmen kann und dann vielleicht den, der einen Strike oder einen Timeout kriegt, dass ich den dann einfach rauslösche und trotzdem halt immer noch das Video lang genug ist, um euch einen Überblick über die Festivals und über die Stimmung vor Ort zu geben. Kommen wir noch zum vierten, was ihr vielleicht gerade merkt. Ich rede. In meinen Videos von 2025 habe ich eigentlich nur geschrieben und ich versuche das dieses Jahr mit Reden zu machen. Mal gucken, wie das wird, wie ich selber das dann, wenn ich das erste Mal richtig gemacht habe, hinkomme und was ihr davon haltet. Würde mich dann halt freuen, wenn ihr dann entsprechende Kommentare da lasst, so wie nein, möchten wir nicht. Wir möchten wieder Text hören oder, und wie gesagt, ob es dann irgendwann mal noch mit Kamera und dann nicht zu sehen ist, werden wir sehen. Gut. Das war, wie gesagt, für 2025. Kommen wir auf die Vorschau für 2026. Ich habe ziemlich viel vor. Das erste ist auch gar nicht mehr so weit weg. Und zwar werde ich kurz nach Ostern in den Urlaub starten mit einem Teil von meiner Familie. Und zwar fliegen wir nach Thailand. Und in Thailand werde ich auf alle Fälle ein paar Beachclubs besuchen, werde da auch Videos drehen, die werde ich hochladen. Ob ich auch mal einen Livestream mache, weiß ich noch nicht. Ich habe schon geschaut, ich bin freigeschaltet
Freiheiten dafür. Also ich habe die Berechtigung, mit meinem Handy einen Livestream zu machen. Ich könnte das tun, werde ich sehen. Das allererste, was ich auf alle Fälle tun werde, ist am 1.5., am 1. Mai zur Full Moon Party gehen. Wie gesagt, ihr seht ja gerade noch die vom 2. April, die ist morgen Abend, und am 1.5. ist dann die nächste Full Moon Party, die ist auf Koh Phangan, und da werde ich auf alle Fälle ein paar Videos drehen, und wie gesagt, auch da überlege ich vielleicht mal kurz für eine halbe Stunde, eine Stunde vielleicht mal den Livestream anzumachen. Ich muss noch schauen, wie das mit dem Handynetz in Thailand ist, wie die Übertragungsrate da ist mit der Karte, die ich mir vor Ort hole. Vielleicht, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, mal von live vor Ort da was zu sehen, oder ob euch die Videos reichen. Wie gesagt, werde ich machen. Und jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn euch neben Events und Festivals auch Reisen interessieren, kann ich euch meinen zweiten Kanal, Kalinus Travel, ans Herz legen. Da wird es auch eine Menge Videos zur Thailandreise geben, zu den anderen Locations, wo ich zu den Festivals bin, wo ich dann halt von außerhalb, von einem Hotel, von der Wohnung, was auch immer da nach außen rum ist, um die ganzen Festivals, werde ich dazu Videos drehen. Wenn euch das interessiert, der Channel ist in der Beschreibung verlinkt. Klickt da gerne drauf, guckt euch an. Auch da würde ich mich über Kommentare, Likes, Abos freuen. So, das nächste Event ist dann, wenn ich im Mai wiederkomme. Und zwar startet dann direkt Isle of Summer. Und zwar das Opening ist dann am 9.5., ist ein Tagesevent. Auch da werde ich hingehen, werde da, wie gesagt, Videos machen, Shorts machen, und da werde ich auf alle Fälle auf dem Laufenden gehalten von mir. Das nächste Event wäre dann das Icarus Festival in Memmingen. Das ist über Pfingsten. Ich werde das ganze Wochenende vor Ort sein. Also ich glaube, Anreise ist bei mir schon Freitag. Ja, Freitagnachmittag werde ich anreisen, habe mir eine Wohnung gemietet in Memmingen und bin da sozusagen eigentlich alle 3 Tage vor Ort. Freitag, Samstag, Sonntag, ich glaube Montag, nee, bis 25, nee, bis Sonntag. Bin dann die ganze Zeit vor Ort. Es gibt ja diverse neue Stages, die sie da aufbauen. Da die Four-Stage ist alt, dann gibt es ja die Medusa ist alt. Nee, ich glaube, den Forest-Stage bauen sie komplett neu, weil der hieß eigentlich letztes Jahr Medusa. Der wird jetzt umgebaut, und darauf das ist so das erste richtig große, wo ich mich richtig drauf freue, und ich denke mal, da werde ich sehr, sehr viel Videomaterial haben, und wie gesagt, ich werde bis dahin auf alle Fälle schon die ersten Erfahrungen mit Livestreaming gemacht haben, und dann werden wir mal sehen, wie das läuft, wie das bei euch ankommt, und ja, dann gehen wir wieder zurück zu Isle of Summer, weil das ist dann am 13.06. Das ist das Festival, und ich hoffe, das wird so gut wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war richtig gut. Da war richtig geiles Wetter, geile Künstler. Da kommt auch das fast 60.000 Klicks Video her. Ne? Das war mit einer meiner genialsten Festivals. Ich hoffe, dass das dieses Jahr wieder so gut wird. So, jetzt muss ich gucken. Traumhänger ist dann, ich habe Traumhänger überschritten. Das wäre noch vorher gewesen. Das ist sogar eine Woche vorher. Das Traumhänger Festival in München ist ein neues Festival, wird dieses Jahr zum ersten Mal stattfinden. Ich werde es mir anschauen, deswegen ich kann noch nicht dazu viel sagen, was das werden wird. Es klingt interessant, und ja, wie gesagt, wäre dann vielleicht mal ein Festival, was man vom ersten Tag aus dann jedes Jahr begleiten kann und gucken, wie es wächst. Hoffentlich, dass es wächst, weil wie gesagt, Festivals ist immer so wie so eine kleine Auszeit. Am Samstag ist das immer herrlich. Einfach hingehen, relaxen, Musik genießen, abfeiern, super. Dann kommen wir zum 18.07. Da ist das Schall im Schilf Festival. Auch da, das gibt's auch schon 10 Jahre. Ist auch sehr viel größer geworden in dem Laufe der Zeit. War ich selber auch noch nicht, weil letztes Jahr wollte ich gehen, aber das hat sich mit irgendwas überschnitten. Wie gesagt, für dieses Jahr Ticket habe ich schon, werde ich auf jeden Fall hingehen, werde mir das anschauen, werde dazu Videos drehen, werdet ihr von mir auf dem Laufenden gehalten. So, also mal beim 18.07. Ich glaube, dann sind wir beim Isle of Summer Beach. Auch da war ich letztes Jahr. Da war ich dann schon ein bisschen in dem Thema drin. Ne? Da wurden die Videos schon ein bisschen besser. Und ich hoffe nur, dass dieses Jahr kein Regen ist, weil letztes Jahr es war sehr verregnet. Ich war gut präpariert. Ich habe einen Umhang gehabt. Ich bin größtenteils trocken geblieben. Es hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, es hätte dadurch, dass ja das Festival vorher war ich ja ein bisschen verwöhnt. Und ich glaube, das Beach Festival wäre nochmal eine ganze Ecke geiler, wenn die Sonne scheinen würde. Ich hoffe dieses Jahr einfach mal, dass wir es schaffen mit Sonne. Und ich denke mal, dann kriegen wir ein richtig gutes Event. So, jetzt habe ich es direkt gesehen. Ich habe was unterschlagen. Und zwar ist zwischen dem Schall im Schilf und dem Beach Festival ist noch ein neues Isle of Summer. Und zwar ist das am 1.8. in Wien. Auch da werde ich sein. Ticket ist schon gebucht, Hotel ist gebucht, alles schon fertig. Und das ist sozusagen der neueste Ableger von Isle of Summer. Werde ich mir angucken auf der Donauinsel in Wien. Ich denke mal, kann er gut werden. Wenn das Wetter gut wird, was soll da passieren? So, waren wir bei Schall im Schilf. Und dann geht es gleich
glaube, weiter mit dem Echelon Festival. Das ist in Bad Aibling. Das gibt's auch schon länger. War ich aber selbst persönlich auch noch nicht. Aber das muss mit eines der geilsten Events wie Icarus halt sein. Der größeren Events in Deutschland. Werde ich mir dieses Jahr auch antun. Ist über 2 Tage. Wie gesagt, habe ich auch Hotelzimmer. Bin beide Tage vor Ort. Werde mir das antun, reinziehen, Party genießen, Videos drehen und euch dann damit versorgen. So, es bleiben noch 2 übrig. Dann ist das über den Wolkenfestival bei mir im Ort. Gibt leider noch nichts Neues, deswegen habe ich noch die 2025er Homepage. Ich hoffe einfach mal, dass es 2026 wieder stattfinden würde oder wird. Das wird dann das 5. Jahr sein. Ich hoffe es einfach mal. War ein schönes kleines Event, war direkt bei mir vor der Haustür. Ich konnte hinlaufen, war nicht auf öffentliche Verkehrsmittel und Taxis und so angewiesen und hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder stattfindet. Und dann kommen wir im September nochmal zu einem neuen Festival in München, das Reborn Festival. Auch dafür ist, wie gesagt, schon, Ticket ist schon gebucht. Ich werde mich überraschen lassen, was da für Musik gespielt wird, wie das wird. Ja, schauen wir einfach mal. Freue mich drauf. Wie gesagt, das war die grobe Zusammenfassung. Das sind die ganzen Events, die dieses Jahr bei mir eigentlich schon mehr oder weniger fest eingeplant sind. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf die Reise und guckt euch die Videos schön an. Lasst Kommentare da. Ich hoffe, dass ich dann 2027 das noch ein bisschen erweitern könnte. Was mich so reizen würde, wäre Tomorrowland auf alle Fälle. Es gibt noch so viel andere Events, wo man hin kann. Und ich hoffe einfach, dass dieses Jahr ein richtig gutes Jahr wird und ja, dass ich das mit der Technik hinbekomme und alles soweit klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich euch mit gutem Content versorgen kann. Zum Abschluss noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst mir gerne ein Like da, kommentiert, sagt mir auch gerne, ob euch sowas gefallen würde, weil ich hätte gerne, oder mein Plan ist, solche Videos jetzt öfters zu machen, eigentlich vor jedem Event, um kurz den Lageplan durchzugehen, euch alle Infos zu geben, die bis jetzt online verfügbar sind, kurz durchzugehen, welche Acts da sind und einfach zu sagen, auf was ich mich freue. Vielleicht schon, wie gesagt, Icarus, Isle of Summer war ich schon gewesen, um euch vielleicht auch ein paar Randfakten zu geben, die vielleicht nicht auf der Homepage stehen oder auf was man achten sollte. Wenn euch das interessieren würde, gerne einen Kommentar unten in das Video rein, dass ihr daran Interesse hättet oder einfach einen Daumen hoch. Das sagt mir auch, dass ihr darauf Lust hättet. Würde mich freuen und dann bis zum nächsten Video. Ich denke mal, das wäre dann in Thailand von den ersten Beach Clubs oder von der Full Moon Party auf Koh Phangan. Ich wünsche euch bis dahin frohe Ostern, ein paar schöne Tage und auf eine geile Festivalsaison 2026. Ciao!